Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge von den Software Quality Days 2024 aus Wien mitgebracht. Bei mir zu Gast war Christoph, der in einem Maschinenbauunternehmen für das Thema Qualität zuständig ist. Er zeigt uns, wie sie sich auf den Weg gemacht haben, den Cyber Resilience Act umzusetzen, welchen Stellenwert Software im Maschinenbau hat und welche Erfahrungen sie bei der Umsetzung gemacht haben, plus ein paar Tipps, wie man sich dem Thema selbst nähert. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ja, super spannendes Thema heute. Ich freue mich total. Wir sind ja hier am den Software Quality Days in Wien. So der erste halbe Tag ist vorbei. Du hast deinen Vortrag schon gehabt? Genau, ne? Gleich als erster um 11 Uhr. Ah ja, genau. Bist jetzt also schon tiefenentspannt hier im Podcast. Und als ich so dein Abstract gelesen habe im Vorfeld und mir das so angeschaut habe, hat mich das total fasziniert, weil es geht um den Cyber Resilience Act, ne? Also gerade in der Softwarebranche, also oh Gott, was müssen wir da jetzt tun und was müssen wir machen? Ne? Also gerade viel Aufruhr auch und dann quasi in Kombination, ihr seid ein Maschinenbauunternehmen, das sich quasi auf diesen Weg gemacht hat, das umzusetzen. Und aber das ist klasse, da müssen wir uns mal unterhalten. Ja, gerne. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was macht ihr denn so als Maschinenbauer? Ne? Genau, wir sind in Halle in Tirol eine Familienunternehmen in dritter Generation, gerade Wechsel. Wir bauen Holzbearbeitungsmaschinen von einfachen Sägen, Hobeln, Fräsen über Kantenanleihmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren und automatisierten, verketteten Anlagen. Ein großer Skihersteller aus Österreich zum Beispiel ist ein Kunde von uns, der eigentlich im Vierschichtbetrieb seine Holzkerne von den Skien fräst, Ja. Das ist also industrielle Anwendungen. Aber wir sind da eben nicht auf einen Bereich spezialisiert und durch diese hohe Bandbreite haben wir auch viele verschiedene Anforderungen und das ist das, was die Arbeit da sehr interessant macht. Ja. Wie groß seid ihr denn? Kannst du uns da so einen Rahmen geben? Dass genau. Also wir sind in Österreich ca. 850 Mitarbeiter, dann weltweit nochmal 600 bis 650 im Vertrieb, das größtenteils Tochtergesellschaften von uns sind und haben dann nochmal 2 kleine Produktion- und Entwicklungsstandorte, das auch Familienunternehmen sind, die man in unserer Gruppe mit aufgenommen hat in den letzten Jahren. Okay. Und ja, jetzt Cyber Resilience Act, das ist jetzt, klingt im ersten Moment jetzt nicht so naheliegend. Ne? Also ich denke, wegen einem Hobel, den stecke ich an, schalte ich ein, oder? Ja, wir beschäftigen uns in den letzten Jahren immer mehr mit natürlich vernetzten Maschinen untereinander, beziehungsweise auch, ich sage jetzt mal dieses Schimpfwort Cloud. Was machen wir mit unseren Maschinen in der Cloud? Und in dem Zug ist natürlich Security immer ein großes Thema, weil die Maschine per se dann ja nicht standalone ist, sondern irgendwo schon mal am Kundennetzwerk, am Internet hängt, wenn man es jetzt so einfach runtergebrochen sieht. Und bei einigen Maschinen haben wir unseren Support eigentlich komplett ausschließlich über Remote-Lösungen schon. Man muss nicht immer hinfahren, also bringt dann natürlich auch die Kunden die Vorteile. Aber Maschine steckt dauerhaft am Internet, Security-Themen. Ja. Angefangen vom Betriebssystem, ist es sicher, Firewall, Antivirus-Software und. Ja, das ist dann doch mehr, als man denkt. Ne? Genau. Wie habt ihr euch denn dem ganzen Security-Thema so genähert, auch gerade in Richtung jetzt von dem Weg Richtung Cyber Resilience Act? Ja, vielleicht nur kurz ausholen. Wir sind wirklich ein klassischer Maschinenbauer. Also Software ist schon das notwendige Übel. Man beschäftigt sich vielleicht nicht so intensiv mit der Software jetzt in allen Bereichen von der Firma, außer jetzt unsere Softwareentwicklung selber. Ja, aber das Bewusstsein, Cybersecurity ist schon da. Man hat da für die eigene IT viele Maßnahmen jetzt in der letzten Zeit eigentlich gesetzt. Segmentierungen vom LAN, bessere Firewalls und. Und ja, wo dieses Thema Vernetzung, Maschinen immer mehr aufgekommen ist, haben wir halt mal so von uns in der Entwicklungsabteilung gesagt, hey, es kommt da so eine Gesetzgebung von der EU, Cyber Resilience Act nennen sie das. Hey, lasst uns da mal schauen, ob uns das betrifft. Ja. Und haben eigentlich dann ziemlich schnell so ein erstes Screening zusammen mit einer
Consulting-Firma gemacht, die uns da ein bisschen unterstützt, weil es einfach doch, gerade mit den Gesetzgebungen und so weiter, dass du da sauber unterwegs bist. Wenn du jetzt wirklich Audit machen musst oder das Self-Assessment, das muss ja sitzen. Ja. Und ja, dann haben wir so Screening gemacht, trifft uns und wie lange haben wir Zeit? Ja, und dann ist der erste Hammer kommen, wird 2024 beschlossen und dann 12 Monate für die ersten Maßnahmen. Und oh Gott. Und so per se die Definition, wen es betrifft, vielleicht kommen wir da noch im Detail drauf, aber ja, da werden mehrere Unternehmen in der nächsten Zeit Maßnahmen setzen müssen. Und ich meine, wir wissen ja alle, die Marktpreisbildung, je mehr Nachfrage, desto größer oder höher wird der Preis. Lass uns das frühzeitig auch mit den Partnern klären, weil sonst sagen die irgendwann, hey, nimm mal 1200 Euro am Tag, jetzt sind wir mal bei 2000 oder was. Und dann wird es halt richtig teuer. Ja. Was habt ihr denn bei diesem Screening, bei diesem Audit rausgefunden, wo ihr sagt, da müssen wir was tun? Ja, genau. Also, wen betrifft der Cyber Resilience Act? Ja? Mal jedes digitale Produkt. Ja? Und was ist ein digitales Produkt? Immer wenn die Möglichkeit besteht, mit einem anderen Gerät oder einem Netz interagieren zu können. Also nicht einmal es interagiert, sondern es kann interagieren. Also von der smarten Kaffeemaschine über die Waschmaschine, die eine App dazu hat. Und ja, also es trifft eigentlich irgendwie alles, was irgendwo eine Software drauf hat. Ja. Es gibt die paar Ausnahmen mit Open Source, die sie noch rausnehmen. Wobei man da gleich dazu sagen muss, wenn du als Unternehmen quasi Open Source Software dann bei dir einsetzt, dann bist du wieder verantwortlich für die Open Source. Also auch da wird es dann, glaube ich, langfristig Änderungen geben. Und reines Webhost, also Web-Services, eine Website, also was, die jetzt nicht in einer App eingebettet ist, die werden ja ausgeschlossen. Ja, aber, ja. Okay, also da seid ihr auf jeden Fall dabei. Ne? Was habt ihr da so für Schnittstellen oder für Connect-Möglichkeiten? Bei das Cloud, da gibt es Support? Ja, generell, die Maschine hängt ganz normal am Netz. Wir haben oder sind gerade dabei, jetzt zu releasen. Ich hoffe, dass die Tests die Tage jetzt gut laufen mit Update over the Air für schon mal eine ganze Maschinengeneration, um eben Bugfixes, Vulnerabilities schnell auch am Kunden liefern zu können. Dann Cloud-Datenerhebung, Cloud-Datenverarbeitung, irgendwas mit AI wird kommen. Also es muss auch in jedem Podcast mindestens einmal KI gesagt werden. Wir haben es jetzt. Danke. Wir beschäftigen uns mit den Themen immer natürlich, was hat unser Kunde für einen Vorteil dran. Also und jetzt gerade die Konnektivität ist im Moment ja mal die eine Maschine, aber dann wird der Mensch ja immer bequemer. Ja? Warum kann ich meinen Kühlschrank fernbedienen? Ja? Das ist eine Bequemlichkeit. Also, und genauso ist bei uns dann auch bei den Maschinen Produktivitätsvorteile, hat jetzt da kleine Tischler nicht viel, aber er hat dann vielleicht die Bequemlichkeit, sagt er, im Büro zu schauen, wie weit ist die Maschine denn? Kann ich mich schon am Weg begeben zur Maschine oder ich kriege die Info, irgendein Material geht aus, auch das nehme ich auf den Weg gleich mit. Ja. Und solche Sachen wollen wir langfristig ausarbeiten. Und da ist schon mal Konnektivität. Dann haben wir Kleinigkeiten wie einen Messschieber, der mit Bluetooth mit der Maschine verbunden ist. Ja. Barcode-Scanner, der über Wireless-Verbindungen arbeitet. Remote-Support über VPN oder über so Remote-Support-Tools. Ja. Also da haben wir in vielerlei Hinsichten schon bestehende Konnektivitäten und muss dementsprechend auch das Ganze für uns absichern. Ja, okay. Also das heißt, betroffen seid ihr auf jeden Fall. Genau. Und das habt ihr herausgefunden und dann, okay, da müssen wir jetzt was machen. Genau, also dann, wie es halt üblich ist, im Board-Meeting heißt dann, dazu mal Aufwand schätzen, was haben wir Consulting-Kosten und für wie viel Euro können wir das dem Kunden verkaufen? Ja. Ganz normale Frage, kann sich ja Geschäftsleitung jetzt auch nicht damit beschäftigen, dass das ein Muss ist. Ja. Die Kalkulation haben wir dann eigentlich fertig gemacht und sind dann wieder ins Board-Meeting gegangen und gesagt, okay, dann ist zeitgleich noch nebenbei was aufgepoppt. Ja, NIS 2 haben immer so die Meinung gehabt, braucht uns nicht, weil wir sind ja nicht kritische Infrastruktur oder fallen da nicht rein. Und jetzt gibt es aber diese kleine Umwegerweiterung, wir sind ja nicht kritische, sondern notwendige Einrichtung, weil alles verarbeitende Gewerbe, also
Ich weiß jetzt momentan noch keinen, der nicht dazu gehört. Okay. Der Bäcker. Ja. Ja. Der Bäcker beliefert das Krankenhaus, da muss der auch nichts zwei sein, wenn der irgendwie was mit Software mit dem Krankenhaus zusammen macht. Ja. Also, ganz interessant auch. Aber wie gesagt, an das Thema des NIS. Und, ja, aber da eben auch NIS müssen wir uns auch beschäftigen. Haben wir ja noch total lang Zeit bis Oktober. Ja, und dann hat er gesagt, okay, CISO muss ins Haus. Wir werden den extern verwenden für die erste Zeit. Also ein CISO as a Service. Und ja, der wird dann sowieso wegen dem CRA uns quasi Aufgaben geben und lassen uns aber trotzdem in der Firma frühzeitig schon mit Training der Entwicklungsteams beginnen. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ja noch so, dass geheißen hat, ja, ab der Verabschiedung haben wir dann 12 Monate Zeit, dieses Incident Response Team zu bilden, weil wir ja die Meldepflicht zur ENISA erfüllen müssten. Ja. Hat sich ja jetzt im Proposal dann ein bisschen, vom Proposal zum freigegeben ein bisschen geändert. Das haben wir ja 21 Monate. Also ein bisschen mehr Entspannung, aber wie ich vorher schon erwähnt habe, wir sind ja nicht das einzige Unternehmen, das in nächster Zeit was machen wird. Ja. Und die Arbeitskräfte oder die Experten sind da begrenzt am Markt. Ja, und jetzt begeben wir uns halt voll auf diesen Weg, starten jetzt im Mai mit dem Training mit den Entwicklern und Softwarearchitekten, OT-Developern, teils auch den Einkäufern, weil es ja auch also in der NIS heißt ja die sichere Lieferkette, bei der im CRA ist ja so, du kaufst eine Komponente ein, einen Frequenzumrichter aus China, günstig, ja, und sagst dann dem Lieferanten, du, wie schaut's aus, CRA, alles klar bei euch, erfüllt es alles. Dann sagen die, was? Ja, um was geht's da? Ja. So, ihr habt ein C-Kennzeichen, jetzt müsst ihr auch den CRA erfüllen, weil das ja Teil der Konformitätserklärung wird dann. Na, we safe. Ja, und dann beschäftigt man sich halt mit Themen, was du jetzt eigentlich als Softwareentwickler gar nicht machen magst, eine Bombe. Also scherzhaft gesagt, ich bin eigentlich Softwareentwickler, dass ich nicht mit Excel-Tabellen arbeiten muss. Aber echt wieder. Ja. Und ja, da muss man sich halt jetzt alle diese Maßnahmen setzen. Wir haben jetzt eine Zeitschiene gesetzt, wie es sinnvoll wäre, also gerade mal mit diesem Incident Response Team zu starten, vor allem mit einem, Cyber Risk Assessment starten. Ja. Erstmal, wenn ich mir Risk Assessment gemacht habe von den Maschinen, von allen Maschinen, kann ich überhaupt, wenn einmal eine Schwachstelle gemeldet wird, überhaupt beurteilen, muss ich was machen oder ist es egal? Genau. Ja. Jetzt habt ihr dem Entwicklungsteam gesagt, so jetzt gibt es mal ein Training für das Thema. Wie ist denn das so aufgenommen? Oder wie habt ihr denn, also ich kann mir das vorstellen, dass das Team zuerst sagt, da muss ich ja noch mehr machen, ne? Und vor allem Themen, mit denen ich bis jetzt noch so gar nichts zu tun gehabt habe. Lustigerweise eben nicht. Lustigerweise ist das Team alle so, das ist wichtig und wo man früher schon gesagt hat, hey, wir müssen das oder das, Security-Sicht, hey, hart gecodetes Passwort ist uncool. Agiler Ansatz, jetzt ist der Weile mal. Und die sind eigentlich vom Mindset schon so weit und sagen, ja, sie wollen das. Ja. Haben vieles an Vorerfahrung und Vorbildung schon durch Studium oder was in dem Bereich, aber natürlich jetzt nur diese Umsetzung, dass das auch ein fester Prozess wird. Klar hat noch keiner von ihnen ein Risk Assessment direkt gemacht, jetzt, aber das Mindset ist da. Ja, sehr schön. Das ist ja, wenn die Offenheit da ist, das Entwickler. Ja. Okay. Genau. Wo ist da die Einschränkung? Dann im Management. Also ist ja üblich. Es kostet Geld. Ich kann nicht mehr verlangen für die Maschine dann. Man muss das halt dann wirklich sauber mal vorrechnen und sagen, okay, wenn wir das nicht haben, dann kann es sein, dass wir im ersten Schritt vielleicht die ersten Maschinen nicht verkaufen, weil die an Förderrichtlinien hängen, die wieder diese Norm voraussetzen. Im Endeffekt ist ja dann so, weil es ja eine CE-Konformitätserklärung ist, dann würde man halt im europäischen Bereich gar nichts verkaufen. Ja. Jetzt ist ja jetzt, also ihr beginnt jetzt quasi mit diesem Weg, ne, mit diesem Training. Gibt schon Sachen, wo die Entwickler oder wo ihr in der Software jetzt auch schon überlegt, wie Dinge anders gemacht werden in Zukunft, vom Entwicklungsprozess her oder auch von der Umsetzung? Ja, wir haben schon seit Jahren so, ich sage jetzt mal, so ein Security-Backlog, wo wir halt Sachen reinschreiben, die uns während der Entwicklung schon aufgefallen sind, muss besser gemacht werden. Ja. Ist praktisch akzeptiert gewesen, auch von uns, wo wir sagen, ja, selbst wenn jetzt ein hart gecodetes Passwort da ist, was will er dann damit? Ja? Was ist der erwartete Schaden? Ja?
Und das haben wir schon so einen Backlog gestartet. Und der wird halt jetzt dann aktiver bearbeitet, beziehungsweise auch Sachen, wo man sagt, ja, Inter-Process Communication jetzt am PC. Ja. Ich kommuniziere von unserer Software mit der Schnittstelle zur Steuerung zum Beispiel. Ja. Und diese Kommunikation sollte ja mal besser verschlüsselt sein, ja, um die Integrität zu gewährleisten. Aber was passiert, wenn es nicht ist? Ja, ja, Man in the Middle-Attacke oder irgendwas, was da möglich ist. Aber was ist dann die Konsequenz? Ja. Für einen Kunden, sagen wir mal, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig. Ja. Das passiert, also muss er da erstmal befangen werden oder überhaupt attackiert werden. Und was ist dann der Antrieb für den Hacker, doch viel Zeit zu investieren? Ja, aber trotzdem für uns ist halt so, das sind halt dann so Standards. Wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen das machen, dann kriegen wir hoffentlich dann auch die Zeit als Entwicklungsteam. Die Sachen, ja, okay, da brauchen wir 3 Wochen mehr, okay. Ja. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr euch schon auch mit diesen Sachen echt auch schon beschäftigt. Ne? Also, dass ihr schon so ein Security-Backlog habt. Also viele sitzen das ja auch einfach aus, ne? Und warten dann, bis irgendwie mal der erste Test, Pentest oder sonst irgendwas dann da anschlägt und sagt, ja, hier ist ein Problem oder sowas. Ne? Also es ist ja schön, wenn ihr euch damit schon... Nutzt ihr dann auch schon irgendwelche Tools in die Richtung, wo ihr schon so in Richtung Auditing, Review oder Analysen fahrt? Also glücklicherweise, wir haben ein statisches Code-Analyse-Tool und habe jetzt mit dem Hersteller geredet und in den neuesten Updates oder dem letzten Update waren jetzt schon ein Haufen Security-Guidelines mit drin. Denen ist das auch bewusst, die werden das immer stärker mit einbauen. Dann haben wir schon ein bisschen so gescannt am Markt, was gibt da. Also es gibt echt ganz coole, fancy Tools, die richtig, richtig cool sind. Die hat dann für uns zum Beispiel jetzt nicht zu 100% funktionieren, also nicht für jede, weil wir haben eine große Windows-Welt und eine große Linux-Welt bei uns im Haus. Und die würde ich nur für die Linux-Welt verwenden können. Ja. Nicht so. Oder es gibt auch coole Tools, die du wirklich in deine IDE mit integrierst, die dir schon beim Programmieren im Endeffekt sagt, ey, stopp, nicht so gut, das so zu machen. Oder das Package, das du jetzt da verwendet hast, hat eine Vulnerability. Ja. Fix das mit der nächsten Version. Und aber jetzt ganz konkret bis auf die statische Code-Analyse und ein paar so manuelle Security- oder Pentests noch nichts Fixes im Haus an Tools. Also jetzt ist ja, der Zeitplan ist ja jetzt mal für euch mal so Trainings und so und dann gibt es den CISO bei euch dann oder der dann auch die Aufgabe mit. Wie sieht denn so die Roadmap aus? Habt ihr euch da so ganz grob eine überlegt, wie es jetzt weitergeht? Genau, also der CISO wird jetzt mal den Fokus auf NIS 2 kriegen und wenn das einmal so am Anlaufen ist, dann kommt es halt so als Randerscheinung. Er wird übrigens dann auch gleichzeitig unser Consultant im Bereich CRA sein. Das ist der gleiche Firma, aber auch die gleiche Person. Und dann fokussieren wir uns halt weiter. Also wir haben dann das Training abgeschlossen, dann geht es wirklich an das Cyber Risk Assessment. Und wenn das mal für die Maschinen steht, dann können wir eben starten, dieses Incident Response Team zu bilden. Ja. Da ist die große Frage, neue Kräfte holen, bestehende Kräfte verwenden. Ja. Da jetzt, so wie der Tester am Markt, also dieses Einhorn ist, ja. Also wenn man es findet, dann ist er teuer und wird es bei denen genauso sein, denke ich. Also wird man es versuchen, im eigenen Team praktisch über Ausbildung, Trainings machen zu müssen. Mit dem Hintergrund, dass natürlich eine gewisse Speed in der Entwicklungsleistung langsamer wird, als was Features betrifft. Ja, und das ist dann für 2025 dann unsere große Aufgabe, dass das Incident Response Team und das Cyber Risk Assessment dann funktioniert. Dann werden wir mal für den ersten Schritt, der ja 21 Monate Zeit haben, mal gerüstet und ja, stehen halt dann nicht nackig da. Ja, genau. Ja, ist ein wichtiger Faktor. Merkst du denn, das fällt mir jetzt gerade ein, dass das vorher auch gesagt, und das ist auch so eine Wahrnehmung, die ich habe, dass so in Unternehmen oder in Branchen, wo Software eher so früher eine Randerscheinung war oder gar nicht vorhanden und jetzt so ein bisschen rein diffundiert, merkst du, dass jetzt auch die Wertschätzung für das ganze Software-Thema zunimmt und die Bedeutung? Ja, also man merkt, dass immer wichtiger wird und dass man sich jetzt über lange Zeit über die Software unterscheiden kann von den Maschinen. Also scherzhaft, so Blech schweißen können mittlerweile viele Firmen auch aus Fernost oder sonst was. Qualität ist dann immer ein Thema, wo wir uns unterscheiden können. Weil Preis geht nicht. Wir sind, Halle in Tirol ist im Vergleich zu Deutschland wirklich ein Hochpreisstandort. Ja. Also Lebensunterhaltkosten riesig, Mieten riesig.
Und da werden wir nie günstige Arbeitskräfte kriegen, das ist so. Und also Qualität ein Thema und das nächste ist natürlich Innovationen, Features, Software. Und ich sage jetzt mal, die meisten Features sind entweder mit der Software gelöst oder benötigen wir Software dazu. Ja, alles klar. Ja, sehr spannend. Also super, danke mal für diesen Einblick. Ich finde es toll, dass ihr da auch diesen Weg geht und auch da schon so vom Mindset oder von der ganzen Kultur auch seid, das so aufzunehmen und umzusetzen. Ich glaube, da werden viele Unternehmen jetzt auch folgen, weil es einfach notwendig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Finde ich super, dass ihr da auch so eine führende Rolle bei euch auch einnimmt und das vorantreibt. Also ich kann es bloß jeden, der da irgendwie, wenn er kein Manager ist oder sonst was, nur empfehlen, beschäftigt euch mit dem Thema. Es wird so oder so kommen. Ja. Ob es jetzt ähnlich wie die DSGVO dann ein bisschen so nicht Sand verläuft, aber nicht mehr ganz so hoch gehandelt wird, aber wie gesagt, es stehen immer nur diese jährlichen Cyber-Security oder Cyber-Incident-Schäden, Summen, was 2021 5,5 Billionen Euro waren, geschätzterweise weltweit. Ja. Also ich denke schon. Ne? Und die Hacker werden ja, jetzt haben wir das zweite Mal das Wort KI, werden ja mit der auch immer leistungsfähiger. Ja, natürlich, dann kann man mehr rausholen damit. Ja. Ja. Super, danke, dass du KI auch nochmal erwähnt hast, auch wichtig. Ne? Wir werden es auch in die Schlagwortsuche. Nee, Gott. Super, Christoph, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz und inspirierende Vorträge. Dankeschön. Eine schöne Zeit. Danke für die Einladung. Gerne, danke.